HS 109 ist das Thema dieses Videos. Guten Tag, mein Name ist Matthias Glüh, ich bin Eigentümer des Frankfurter Uhrenherstellers Guinant. HS 109 ist der Name des Sondermodells, das wir im Jahr 2025 zum 109. Geburtstag von dem Helmut Sinn vorgestellt haben. Für alle die mit HS-Modellen noch keine Berührung hatten, will ich noch mal ganz kurz in die Vergangenheit zurückgehen, in das Jahr 2016. Da ist der Herr Sinn 100 Jahre alt geworden. Und da haben uns Uhrenliebhaber angesprochen und gefragt, ob wir nicht ein Sondermodell zu seinem Geburtstag machen. Und seit der Zeit machen wir fast jedes Jahr ein Sondermodell zum Geburtstag von dem Helmut Sinn, also im September eines jeden Jahres. Wie machen wir das? Wir greifen immer ein Modell auf, was er schon mal in der Vergangenheit in irgendeiner Art und Weise produziert hat und wandeln das ab, behalten den Geist, die Idee hinter der Uhr und modernisieren sie und bringen sie in die heutige Zeit. Warum machen wir das zu Ehren von dem Helmut Sinn? Das ist relativ einfach erklärt. Der Helmut Sinn war schon immer Kunde bei Guinant. Viele seiner Uhren sind von uns produziert worden. Deshalb gibt es also eine langjährige Zusammenarbeit. Und nachdem er in Ruhestand gegangen ist, also im Jahr 1995 ungefähr, hat er tatsächlich die Aktien seines ehemaligen Zulieferers, der Firma Guinant, übernommen. War also Eigentümer des Unternehmens Guinant bis ins Jahr 2015, als ich das Unternehmen aus den Händen der Familie von dem Herrn Sinn erworben habe. So, kommen wir zurück zur HS 109. Alle Modelle der bisherigen HS-Serie waren fliegerorientiert. Naheliegenderweise, man identifiziert Guinant mit Fliegeruhren, den Herrn Sinn auch mit Fliegeruhren. Was viele gar nicht wissen, begonnen hat er nicht nur mit Fliegeruhren, sondern auch mit Sport- und Taucheruhren. Aus dieser Zeit, Anfang der 60er Jahre, sind relativ wenig Informationen schriftlicher Form erhalten geblieben und noch weniger diese Uhren aus dieser Zeit. Eines dieser Modelle, eines dieser sehr seltenen Modelle, war eine Sporttaucheruhr. Das Modell ist Vorlage für die HS 109 geworden. Sporttaucher hießen damals, wenn man das frei übersetzt, das Wort Sporttaucher, Skin Diver, also Uhren, die man zum Schnorcheln und zum Freitauchen verwenden konnte. In den 60er und Anfang der 70er Jahre wurde diese Sportart immer beliebter und man brauchte robuste, alltagstaugliche Uhren. Und der Herr Sinn hat tatsächlich damals auch ein solches Modell hier in Deutschland vorgestellt. Von diesem Modell sind mir persönlich nur 2 echte Exemplare bekannt. Und wenn ich die Fan- und Sammlergemeinde von Vintage-Uhren so kenne, melden die Sammler mir auch zurück, dass sie auch nur sehr, sehr wenige Modelle kennen, diesen Typs, welches wir jetzt als Vorlage für die HS 109 genommen haben. Also, die HS 109 ist ein Skin Diver, also eine Sporttaucheruhr. Und diese Skin Diver, ich habe es eben erwähnt, wurden sehr populär in den 60er, 70er Jahren, haben sehr eindeutige Erkennungsmerkmale. Sie waren vergleichsweise flach, hatten sehr ausdrucksstarke Zeiger und besondere Indizes. Besondere Indizes hat auch die HS 109, und zwar ganz besondere Indizes. Die Indizes, die Herr Sinn damals auf seiner Uhr appliziert hatte und die jetzt bei der 109 auch aufmontiert sind, unterscheiden sich deutlich von den Indizes aller anderen mir bekannten Skin Divers dieser Zeit. Das war gleichzeitig auch die Herausforderung, diese Uhr wieder zum Leben zu erwecken. Herausforderung heißt, eine Uhr zu machen, die die Idee aufgreift, aber moderne Technologie verwendet, eine alltagstaugliche Uhr. Und so ist unsere HS 109 geboren worden. Ich habe jetzt mal die HS 109 hier mitgebracht und möchte die einfach mal jetzt hier Ihnen zeigen, damit Sie wissen, wovon ich hier spreche. Die HS 109,
Das ist eine Sporttaucheruhr, ich habe es gerade eben gesagt. Und man sieht hier auf dem Zifferblatt, glaube ich, sehr schön diese besonderen Indizes. Die haben eine Rom- oder Diamantenform und das findet man tatsächlich bei den anderen Sporttauchern so nicht. Die haben alle besondere Indizes, aber diese Diamantenform ist wirklich extrem exotisch. Diese Diamantenform haben wir hier aufgegriffen. Das sind aufgelegte Indizes, das heißt aus Metall geprägte Teile, die mit Leuchtfarbe ausgelegt sind. Für eine automatische Taucheruhr, und zwar eine vollwertige Taucheruhr, ist die Uhr mit etwas über 12 mm vergleichsweise flach, trifft also den Geist der damaligen Skindiver, ist trotzdem total alltagstauglich, weil wir die Technologie unserer Deepwave G44 hier verwenden. Das bedeutet Kronensystem, Dichtungssystem, dreifach mit FKM-Dichtungen, Bodendichtung auch FKM. Und was halt auch wichtig ist, wir konnten bei diesem Modell die Wasserdichtigkeit tatsächlich erreichen mit einem Glasboden. Glasboden, warum? Das hatten die damaligen Skindiver natürlich nicht. Das Werk war damals auch nicht ganz so ansehnlich wie heute. Bei der Skindiver, die wir hier haben, also der HS 109, verwenden wir ein gelb vergoldetes ETA-Uhrwerk. Dieses ETA-Uhrwerk ist tatsächlich in den 70er Jahren vorgestellt worden und das passt deshalb sehr gut in diese Zeit. Man kann das hier durch den Saphirglasboden sehen. Man sieht auch hier, vielleicht können Sie das in dem Video auch sehen, die Limitierung. Das ist jetzt die Nummer 001 von 109. Die ist nicht verkäuflich, kann ich gleich jetzt sagen. Die wandert bei uns wie bei allen Prototypen ins Museum. Also Saphirglas hinten, verschraubter Boden, 30 bar Wasserdichtigkeit. Auf der Vorderseite das schwarze Zifferblatt, was wir hier haben. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man hier unten, dazu muss man wirklich nah rangehen, schwarz auf schwarz gedruckt HS 109. Wir wollten das sehr, sehr, sehr dezent machen, dass es sich hier um die HS 109 handelt. Das ist der einzige Hinweis auf die HS 109 auf dem Zifferblatt. Für die Technikbegeisterten vielleicht nochmal eine kleine Bemerkung, was verwenden wir für eine Leuchtfarbe? Wir verwenden hier Superluminova, wie bei allen unseren Modellen. Wir verwenden hier aber Grade X2. Das ist tatsächlich eine Neuentwicklung von dem Schweizer Superluminova Hersteller und bietet eine noch längere Nachleuchtdauer und eine leichtere Erregbarkeit der Leuchtfarbe bei Tageslicht. Ich habe die Indizes angesprochen. Die Indizes sind besonders, die machen den besonderen Charme dieser Uhr aus und unterscheiden sie wirklich von allen anderen Modellen. Das Modell ist standardmäßig entweder poliert oder für die, die weniger retro-affin sind, haben wir dieses Modell auch mit einer satinierten Oberfläche und einer etwas moderner gestalteten Lünette. Sonst identisch. Das heißt, hier habe ich jetzt ein Metallband dran, das kann man natürlich bei dem polierten Modell auch bekommen, mit dem gelb vergoldeten Werk und hier das Metallband mit unserer Taucherschließe mit der Schnellverstellung in 11 Stufen. 109 Stück gibt es davon, aufgeteilt auf die Gehäusefinish. Wir haben das polierte, wir haben das satinierte und wir haben auch eine matte Gehäuse, also glasperlgestrahlte matte Gehäuse-Variante für die HS 109 produziert. Ja, HS 109, ein Modell dieser Familie der Uhren zu Ehren von dem Helmut Sinn. Und die erste Taucheruhr tatsächlich aus dieser Familie. Das macht sie schon besonders und die Vorlage ist so selten, dass ich sagen kann, diese Uhr ist ganz besonders. Die Resonanz, die ich bisher bekommen habe von unseren Kunden, war Erstaunen, dass es sowas überhaupt mal gegeben hat. Das Interesse wurde geweckt für diese Art der Uhren. Die sind super tragbar, sind absolut alltagstauglich. Wir haben bei dem Modell standardmäßig ein Tropicband dran. Das war ja damals so die gängige Bandvariante.
Natürlich auch mit Schnellwechselsystem, sodass man das relativ schnell abmachen kann und kann ein Lederband von uns dran machen oder auch ein Metallband. HS 109, unser Jubiläumsmodell für das Jahr 2025.